Im Nordischen Krieg, der in der Region um Wesenstein ab 1706 wieder zu schwedischer Besetzung und zu Verwüstungen geführt hatte, wurde das Schloss stark in Mitleidenschaft gezogen. Einzelne Güter Wesensteins wechselten mehrfach den Besitzer. Angesichts der Höhenflüge im 16. Jahrhundert folgten nun überaus dürftige Jahre. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich noch einmal das Schloss Wesenstein und speziell in diesem Video erfahrt ihr Spannendes über Rudolf V., der Wesenstein noch einmal zu einer wirtschaftlichen Blüte führte und den Nachfolger, den letzten Regenten, der ausgelöst durch wirtschaftliche Probleme das Anwesen an die Familie von Uckermann verkaufen musste. Die Brüder Günther und Heinrich auf Wesenstein verkauften die Herrschaft im Jahr 1719 an die jüngere Lauensteiner Linie. Als Käuferin trat zunächst die Ehefrau des Lauensteiners Rudolf V. von Bünau auf, Henrika Helena von Bünau, geborene Vitzthum von Eckstedt. Sie vermochte die 100.000 rheinischen Gulden auszugeben, um als Besitzerin eingetragen zu werden. 10 Jahre später übertrug sie gegen Zahlung des gleichen Betrages das Anwesen an ihren Mann. Nach 100 Jahren und ein letztes Mal kehrte alter Bünauglanz zurück, denn diesem Rudolf V. war das Glück hold. Mit viel Geschick wurden wieder bedeutende Teile des ehemaligen Stammhauses zusammengeführt. In einen Seitenzweig der Bünaus hineingeboren, erbte er Lauenstein und erhielt durch seine Frau Wesenstein. Der als guter Ökonom beschriebene konzentrierte sich wahrscheinlich ganz auf die Bewirtschaftung seines ansehnlichen Besitzes. Über das Treppenhaus gelangt man in das Salettchen, einen kleinen Saal, welcher der königlichen Familie als Empfangs- und später als Speisesaal diente. Der festliche Raum bildete bereits im Barock das Entree zur Wohnetage des Unterschlosses. Nachdem Johann König von Sachsen geworden war, ließ er den Saal neu gestalten. Karl Gottlieb Rolle, ein enger Mitarbeiter Gottfried Sembers, schuf neben den beiden Deckengemälden vermutlich die gesamte Ausmalung im Neorenaissance-Stil. Über dem Kamin erinnert das Monogramm Johannes Rex an den König. Der prachtvolle italienische Marmorfußboden und der aus Marmor gefertigte Kamin runden das noble Ambiente ab. Bis 1750 wurden von Rudolf V. umfangreiche Baumaßnahmen in Angriff genommen. Denn als Kammerherr des Kurfürsten Friedrich August, genannt der Starke, kannte Rudolf V. den Anspruch höfischer Kreise an Prestige und Repräsentation. Das Unterschloss erhielt im Wesentlichen seine heute erkennbare bauliche Form und seine künstlerisch anspruchsvolle Ausstattung. Die Säle wurden dem Bedürfnis nach höherem Wohnkomfort angepasst. In dieser Zeit entstand auch die große barocke Schlosskirche. Aus einem vorrangig der Verteidigung dienenden Bau war ein Schloss adliger Repräsentation geworden. Ausschlaggebend dafür war sicher auch die Nähe zum königlichen Hof. Der Zugang oder gar Funktionen bei Hofe waren in jedem Fall ein wichtiges Privileg. Der Ledertapetensaal liegt wie das Salettchen direkt über der Tordurchfahrt und ist einer der repräsentativsten Säle des gesamten Schlosses. Eine prächtige Mechelner Goldledertapete aus der Zeit um 1720 dominiert den festlichen Charakter des großen Raumes. 116 Kalbshäute wurden dafür verarbeitet, gestanzt und bemalt, von Hand zusammengenäht und mit Holzleisten auf dem Putzgrund befestigt. Wenn auch der Zustand der Tapete noch sehr gut ist, so muss man sich doch den Raumeindruck von vor 300 Jahren noch wesentlich glanzvoller vorstellen.
Rudolf V. hat offensichtlich die Balance von Nähe und Distanz zum glanzvollen Fürstenhof beherrscht und wirtschaftlicher Eigenständigkeit bewahrt. Die Ansprüche, die Rudolf und Henrika Helena in Architektur und Lebensgewohnheiten geltend machten, waren so eindrucksvoll, dass noch 50 Jahre später Chronisten von Wesenstein als einem Zentrum des Luxus und der Moden schrieben. Liebe Gäste, ich kann Sie ganz herzlich begrüßen auf Schloss Wesenstein. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Rudolf von Bünau, ein Nachfahre der Wesensteiner Bünaus und des Geschlechtes derer von Bünau, und ich bin der 26. Nachfahre. Wir schreiben das Jahr 2025 über die damalige Geschichte und das Wirken meiner Vorfahren. Sie haben nicht nur das Schloss erbaut, bewirtschaftet und für heutige Generationen immer noch sichtbar. Sie sehen den Ledertapetensaal, Sie sehen den herrlichen Schlosspark. Ich bin ja nicht nur darauf stolz, dass ich ein Nachfahrer bin, sondern ich lebe das und zelebriere das auch. Ich lade Sie ganz herzlich ein zu einem Besuch auf Schloss Wesenstein. Schauen Sie sich das Schloss an, die Umgebung an und seien Sie herzlich willkommen. Auf bald. Vielen Dank. Über dem Kamin erinnert das Allianzwappen Rudolfs von Bünau und seiner Gemahlin Henrika Helena an das adlige Auftraggeberpaar. Der Saal diente als Gesellschaftszimmer. Er konnte mit einem Kamin und 2 Kachelöfen beheizt werden. Der Kauf einer Ledertapete war eine teure, wenn auch überaus effektvolle Investition. Sehr gern verwendete man die Tapeten in Speisesälen, weil sie als geruchsunempfindlich galten. Zu den Ländern, in denen Goldleder produziert wurde, gehörten neben Spanien, Italien und Frankreich auch die Niederlande. Die Herstellung der Ledertapeten geht vermutlich auf die Mauren in Nordafrika zurück, wo das Ledergerben und die Lederbearbeitung traditionell ausgeübt wurden. Mit den Mauren gelangten die Tapeten nach Spanien und von dort nach ganz Europa. Die teuren, vergoldeten Wandbespannungen aus dünnem Kalbs-, Schafs- oder Ziegenleder erfreuten sich vor allem im Barock großer Beliebtheit. Sie dienten zur Ausstattung von Fest- und Speisesälen in Schlössern und Herrenhäusern. Auch das alte Treppenhaus hinauf zur Belle Etage der ehemaligen Burg erhielt durch Rudolf V. eine repräsentative Gestalt. Die dort liegenden, zwar derben, aber weitaus größeren Säle wurden weiterhin gebraucht und umgebaut. Das Hauptproblem war der Hirsch- oder Runder Saal genannte Raum des ehemaligen Flankenturmes. Er war immer noch mit einem Notdach versehen. Der im Grundriss halbrunde Saal ist erst während des barocken Umbaus auf dem darunter liegenden Raum aufgestockt worden. Von seinem barocken Aufbau zeugt der Fayenceofen, dessen gusseiserner Untersatz eine Adelskrone, die Monogramme von Rudolf von Bünau und seiner Gemahlin Henrika Helena, geborene Vitzthum von Eckstedt, sowie die Jahreszahl 1720 zeigt. Auch die Bezeichnung Hirschsaal deutet auf die ehemalige Nutzung als festlicher Jagdsaal hin. Der Nutzung entsprechend war dieser mit Jagdtrophäen, Waffen und Tierbildnissen ausgestattet. Vom Salettchen zum Theatersaal führend erschließt die kurze Galerie die parkseitigen Räume des Unterschlosses. Von hier aus leerten die Diener die hinter den Holztüren verborgenen Toilettenstühle oder beheizten die Öfen, die sogenannten Hinterlader. 5 Hundegemälde blieben von der historischen Ausstattung erhalten, so dass der Gang auch Hundekorridor genannt wird.
Rudolf V. heiratete am 6. September 1706 Henrika Helena Vitzthum von Eckstedt aus einflussreichem, vermögendem thüringischem Uradel. Deren Familie verfügte über hervorragende gesellschaftliche Kontakte und reichen Besitz. Mit seiner Familie, den 7 Söhnen und 9 Töchtern, lebte er als ältester Sohn auf den elterlichen Gütern. Rudolf von Bünau brachte Wesenstein zu neuer Blüte und stellte sich den wirtschaftlichen Veränderungen. Rückläufige Erträge aus dem Bergbau und durchschnittliche Ernten in der Landwirtschaft begünstigten die Entwicklung seiner Güter von Bauerndörfern zu handwerklich geprägten Orten und später zu Ansätzen von industrieller Herstellung, beispielsweise von Holzstofffabrikation, Bast- und Strohflechterei, später Holzschleiferei und Spielwarenindustrie. Dennoch inszenierte er sich 1736 selbst mit einem Bergmannaufzug in Lauenstein nach dem Beispiel des kurfürstlichen königlichen Hofes, was wohl auch ein Versuch war, den Bergleuten seiner Region ihre einstige Bedeutung vor Augen zu führen. Rudolf war ein tatkräftiger Mann. 1704 ließ er eine Schule in Wesenstein errichten und 1710 eine neue Brauerei in Lauenstein. Der Theatersaal entstand um 1740 als festlicher Raum für die Familie von Bünau. Die Wände schmückten großformatige Szenen, vermutlich des legendären Wesensteiner Trinkerwettstreits, bei dem der trinkfeste Gärtner für seinen Herrn eine Wette gewann. Von dieser Ausstattung blieb nur das hölzerne Kaminschild übrig. Nach Angaben eines Hauswirtschaftsbuches von 1751 braute man später in Wesenstein ein köstlich Bier, welches alle Wochen zu Schiff nach Dresden geführet und in den vornehmsten Häusern getrunken wurde. Die Bierfässer bewahrte man in den sogenannten Felsenkellern auf. Möglicherweise nutzte König Anton diesen Raum für die zahlreichen Theater- und Opernaufführungen, die er ganz regelmäßig in Wesenstein besuchte. Später im 19. Jahrhundert entstand hier durch eingezogene Zwischenwände ein Gästeappartement. Bei Restaurierungsarbeiten wurden diese Einbauten beseitigt und die Decke mit der Blumenmalerei sowie die gemalte Steinvase am Kamin freigelegt, so dass der originale Raumeindruck wieder erlebbar ist. Doch nicht nur die Produktion und den Verkauf von Bier beherrschte der Adel, sondern auch den einträglichen Handel mit Salz und Wein. Das Salz bezogen die Bünaus aus Halle. Neben der Bewirtschaftung von Vorwerken resultierte das Einkommen der Bünaus aus Wirtschaftsrechten, wie zum Beispiel Jagd, Brau-, Fischerei- und Schäfereirechten. Die Herrschaftsloge entstand mit dem Bau der barocken Schlosskapelle. Sie ist vom ehemaligen Burghof über ein kleines, separates Treppenhaus zu erreichen. Mit dem Ofen, den Türen und Fenstern besitzt das Betstübchen noch den Originalzustand von 1741. Der gedielte Felderfußboden mit mittig eingelegtem Stern stammt ebenfalls aus der Erbauungszeit. Der seitlich eingelassene Wandschrank nahm sicher die zum Gottesdienst notwendigen Gesangsbücher auf. Ein Gemälde des Weltgerichts weist mit einer Inschrift auf Rudolf von Bünau und seiner Gemahlin Henrika Helena. Der Betstuhl gehörte zum Inventar der kleinen katholischen Kapelle, die Prinz Johann von Sachsen 1838 im ehemaligen Waschhaus einrichten ließ. Von Weitsicht und Weltoffenheit zeugt, dass Rudolf V. 1728 37 Familien böhmischer Protestanten ansiedelte und sie beim Bau ihrer Höfe unterstützte. 1743 verstarb seine Frau und Rudolf heiratete ein zweites Mal, Maria Hedwig von Günther.
Rudolf V. starb 9 Jahre später, 1752, nach längerer Krankheit. Sein Sohn erbte den Besitz und verschärfte das Verhältnis zu seinen Untertanen. Er hatte mehrere Unglücke zu verkraften. 1753 brannte das Vorwerk Oelsen ab, bei dem ein Schaden von 12.000 Talern entstand. Zum eigentlichen Höhepunkt der Veränderungen unter Rudolf V. geriet der Bau der neuen Schlosskapelle. Sie wurde der architektonische und künstlerische Maßstab aller Bemühungen, das edelste und großzügigste Stück der Baumasse, die aus 200 Räumen besteht. Das Verwinkelte und reizvoll Verwirrende der sonstigen Schlossanlage, in der Kapelle spürt man es nicht. Sie hat Höhe, ist hell und luftig. Der repräsentative und reich ausgestattete Kirchenraum entstand zwischen 1738 und 41 anstelle einer kleinen gotischen Kapelle. Vermutlich aus dieser stammt das überlebensgroße Kruzifix. Baumeister des bedeutenden Barockneubaus war Johann Georg Schmidt, ein Schüler Georg Bährs. Es wird vermutet, dass zumindest das Projekt von Bähr stammt. Das Innere zeichnet sich durch vielfältige illusionistische, Marmor- und Stuck vortäuschende Schnitzarbeiten und eine helle Farbigkeit aus. Die geschwungenen Emporen werden von hölzernen Pfeilern getragen. Wie fast die gesamte Innenausstattung wurde auch der Kanzelaltar aus Holz gearbeitet. Den imposanten Aufbau flankieren die Apostel Petrus und Paulus mit ihren Attributen, Schlüssel und Schwert. Das Deckengemälde stellt die Himmelfahrt Christi dar. Über der Herrschaftsloge erinnern Wappen an die Bauherren Rudolf von Bünau und seine Gemahlin Henrika Helena. Die Kapellenorgel schuf Johann Tobias Dressel aus einer Orgelbauerfamilie im erzgebirgischen Buchholz. Sie war das teuerste Einzelstück und kostete ohne Prospekt 465 Taler. Insgesamt waren noch eine Vielzahl weiterer einheimischer Handwerker beschäftigt: Zimmerleute, Maurer, Glaser, Schlosser. Alles in allem kann der Kapellenneubau als das künstlerisch hochwertige Produkt bodenständiger Handwerksarbeit gelten. Die Baukosten betrugen unglaubliche 4.177 Taler, 5 Groschen und 6 Pfennige. Diese Geldmenge entspricht immerhin dem 25. Teil des Kaufwertes der Herrschaft Wesenstein von 1719. Einquartierungen im Siebenjährigen Krieg hinterließen Schäden und Verluste. So entschloss sich Rudolf 1772 zum Verkauf von Wesenstein an die Familie von Uckermann. Die Bünaus indes zogen sich nach dem Verkauf von Lauenstein 1821 aus der Region gänzlich zurück. Johanna Christiana Freifrau von Uckermann erwarb im Jahr 1772 das Schloss und die Herrschaft Wesenstein. Als Heereslieferant hatte ihr Gemahl, der hessische geheime Kriegsrat Johann Jakob von Uckermann, Karriere gemacht. Sofort nach dem Kauf begannen die neuen Besitzer damit, die barocken Umbaumaßnahmen der Familie von Bünau zu vollenden. Arbeiten an Dachstühlen und Dächern standen an. Im Unterschloss erhielten zahlreiche Räume neue Öfen und eine neue steinerne Schlossbrücke wurde gebaut. Warum die Uckermanns trotz dieses für Außenstehende schwindelerregenden Aufstiegs von Hessen nach Sachsen gekommen waren, ist nicht zu erklären. Genauso wenig wie die Gründe, weshalb nicht er, sondern seine Gattin Wesenstein erwarb. Auf jeden Fall gab das Ganze und der auf Wesenstein demonstrierte Reichtum vielen Gerüchten Nahrung. Als der erste Uckermann während längerer Abwesenheit auf mysteriöse Weise starb, kamen die wildesten Gerüchte auf.
Man erzählte, der Besitzer, der im 18. Jahrhundert sein Vermögen im Krieg erworben haben soll, hatte einen Bund mit dem Teufel geschlossen. Seine Familie sagte, er sei ins Ausland gereist und bald darauf dort verstorben. Der einzige Sohn der Familie, Johann Jakob von Uckermann der Jüngere, war eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Als Universalgelehrter besaß er eine Bibliothek von etwa 9000 Bänden, Handschriften, physikalische und astronomische Instrumente sowie eine naturwissenschaftliche Sammlung. Entgegen dem Wunsch seiner Mutter heiratete er das Dresdner Stubenmädchen Eleonore Hofmann und bekam mit ihr 12 Kinder. Bereits 1830 verkaufte er das Schloss wieder an König Anton von Sachsen. Das größte Bauvorhaben der Uckermanns entstand am Fuße des Schlossbergs, der klassizistische Wintergarten mit dem neu gestalteten Schlosspark. Dieser Empfangssaal zeigt Weintrauben und Götterfiguren aus Stuck. Halbsäulen und Spiegel verleihen ihnen eine festliche Atmosphäre. Von dem Saal führt eine Freitreppe in den Schlosspark. Dieselben Stuckateure schufen in den Schlossräumen weiter oben elegante Öfen. Als richtiger Wintergarten diente dieses Gebäude nie. 1830 hieß es Badehaus, 1850 Gartenflügel und 1891 Felsenzimmer. Erst 1928 kam der Begriff Wintergarten in Mode. Der Wintergarten besitzt 2 Geschosse mit 8 Fensterachsen. Vom Schloss führt ein geräumiges Treppenhaus auf die mit Steinvasen geschmückte Terrasse. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt wieder Spannendes über die Herren von Bünau erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!